Vielleicht wäre das Leben leichter, wenn man lernen würde, nicht alles perfekt machen zu müssen. Wenn man sich selbst erlauben würde, einfach nur Mensch zu sein, mit Ecken, Kanten und Tagen, an denen nichts gelingt. Man würde so viel Druck von sich nehmen, wenn man endlich verstehen würde, dass Wachstum nicht immer laut und sichtbar ist. Der Kopf flüstert, du hättest das besser machen sollen, aber das Herz sagt, du hast getan, was du konntest. Und wahrscheinlich hätte man sich schon viel früher besser gefühlt, wenn man öfter auf das Herz gehört hätte. Denn diese kritische Stimme im Kopf wurde nie geboren, um zu helfen. Sie wurde aus Angst erschaffen, der Angst, nicht genug zu sein. Manchmal denkt man, man wäre mutiger, wenn man selbstbewusster wäre. Oder man würde glücklicher leben, wenn man das Vergangene loslassen könnte. Aber Mut zeigt sich nicht darin, keine Angst zu haben, sondern weiterzugehen, obwohl man sie spürt. Vielleicht würde man viel freier leben, wenn man verstehen würde, dass Unsicherheit dazugehört, dass man auch dann vorankommt, wenn man stolpert. Wie oft denkt man, ich wäre weiter, wenn ich nicht so viel gezweifelt hätte? Doch was, wenn genau dieser Zweifel ein Zeichen von Tiefe ist? Von Nachdenken, von Menschlichkeit? Schließlich wächst doch niemand, der immer sicher ist. Man würde nie Neues ausprobieren, wenn man sich nie unsicher fühlte. Und vielleicht, genau deshalb, ist Zweifel gar kein Feind, sondern ein Lehrer. Viele Menschen würden ruhiger schlafen, wenn sie aufhören würden, sich selbst mit unrealistischen Erwartungen zu quälen. Wenn man sich abends sagen würde, ich habe heute gegeben, was ich konnte. Wie befreiend wäre das? Dieses kleine bisschen Selbstmitgefühl könnte so viel verändern. Vielleicht hätte man mehr Freude im Alltag, wenn man aufhören würde, sich ständig mit denen zu vergleichen, die scheinbar weiter sind. Man kennt ihre Geschichte nicht, ihre stillen Kämpfe, ihre schweren Tage. Jeder trägt etwas Unsichtbares mit sich. Und man selbst ist kein bisschen weniger wert, nur weil jemand anderes lauter scheint. Manchmal würde man am liebsten neu anfangen, ohne den Druck, ohne die Angst, ohne das ständige Was wäre wenn. Aber vielleicht muss man gar nicht ganz neu anfangen. Vielleicht reicht ein kleiner neuer Gedanke. Ich darf leben, auch wenn ich nicht immer alles perfekt mache. Dieser Gedanke könnte der Anfang sein. Wenn man sich selbst öfter so behandeln würde, wie man jemanden behandelt, den man liebt, sanft, geduldig, verzeihend, dann würde sich so vieles verändern. Dann würde man sich weniger an Fehlern festhalten und mehr an Momenten. Man würde lachen, ohne alles zu analysieren und ausatmen, ohne Schuldgefühle. Es ist traurig, wie viele Menschen sich für Dinge verurteilen, die sie gar nicht kontrollieren können. Man plant, man bemüht sich, man fällt und glaubt trotzdem, man hätte mehr tun müssen. Aber das Leben ist kein Wettbewerb um Perfektion. Es ist eine Einladung, zu lernen, zu fühlen und zu wachsen. Und vielleicht, nur vielleicht, wäre man schon viel weiter, wenn man sich selbst ein wenig mehr vertrauen würde. Wenn man sich selbst die Worte schenken würde, die man sonst anderen schenkt. Du machst das gut, du tust dein Bestes, du darfst stolz auf dich sein. Am Ende zählt nicht, ob man perfekt war, sondern ob man ehrlich war, ob man versucht hat, weiterzugehen, auch wenn es schwer war. Und vielleicht ist das größte Zeichen von Mut, sich selbst die Hand zu reichen, statt sich zu verurteilen. Denn das wahre Ziel ist nicht, stärker zu werden, es ist, weicher zu werden, zu sich selbst, zum Leben, zu allem, was nicht perfekt ist. Wenn man das lernt, würde man feststellen, dass Frieden nicht entsteht, wenn alles richtig läuft. Frieden entsteht, wenn man aufhört, gegen sich selbst zu kämpfen. Und irgendwann, wenn man leise in den Spiegel schaut, merkt man es plötzlich. Man ist genug. Nicht, weil man alles erreicht hätte, sondern einfach, weil man existiert. Und das, genau das, wäre vielleicht die wichtigste Erkenntnis von allen.